Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Miriam und heute zeige ich euch, wie meine Lady with Gold entstanden ist. Dafür habe ich erst die Leinwand 30 auf 60 cm mit einem goldenen Hintergrund versehen, mir eine Vinylfolie ausgedruckt und dann anschließend die Konturen ausgeschnitten. Und jetzt habe ich die Folie aufgeklebt und gebe dann noch einmal die Hintergrundfarbe, in dem Fall Gold, an den Kanten auf, um saubere Übergänge zu erhalten. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum schönsten Teil. Ich gebe die einzelnen Farben auf. Die habe ich im Vorfeld mit meinem Vinylkleber angerührt. Alle verwendeten Materialien habe ich euch so weit wie möglich unten in dem Videotext verlinkt. Bei der Vinylfolie muss ich allerdings sagen, da ist die, wo ich verwendet habe, nicht so praktisch, da sie zu sehr an der Leinwand haftet und der Farbe zu viel aufnimmt und das Ganze dann quasi miteinander verschmilzt und ich es dann teilweise sehr schlecht von der Leinwand abbekomme. Ich denke, da gibt es mit Sicherheit noch bessere Varianten. Falls ihr da eine habt oder kennt, schreibt mir das doch gerne unten in die Kommentare, würde ich mich freuen. Für meinen Swipe habe ich ein angefeuchtetes Zebra verwendet. Da ist es wichtig, dass eben die vordere Seite, die dann nachher auf die Farbe gelegt wird, wirklich schön feucht ist und komplett Kontakt zur Leinwand hat.
So, jetzt verfeinere ich das Ganze noch mit einem ganz feinen Pinsel und ziehe mir so die einzelnen Haarsträhnen nach vorne und ergänze das Ganze noch ein bisschen mit mehr Gold. Letzt gehe ich noch mal mit dem Bunsenbrenner drüber. Das entfernt mir dann die Luftbläschen und es kommen auch ein paar Zellen hoch. Ich habe jetzt allerdings bewusst kein Öl verwendet oder kein Silikon, da ich bei diesem Bild nicht sehr viele Zellen haben wollte. So, der spannende Moment ist gekommen. Ist das Ganze schon angetrocknet? Also hier im vorderen Bereich an der Kante ist bereits alles trocken und wenn es nach hinten geht, ist noch komplett feucht. Dann starten wir mal die Folie abzulösen. Und ihr seht ja gleich, das geht teilweise wirklich nicht so leicht und musste dann mit dem Cuttermesser nachhelfen. Damit ging es jetzt in dem Fall doch ganz gut. Wow, ich bin jetzt schon ganz happy, Mensch, das ist echt richtig cool geworden. Gerade so die Kante, wo die Haare beginnen und der Übergang ins Gesicht, bin ich echt ganz begeistert. So, jetzt verfeinern wir das noch ein bisschen und zwar bringe ich hier noch etwas von der Farbe, die ich fürs Gesicht verwendet habe, auf. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ich freue mich über eure Kommentare und Empfehlungen. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist völlig kostenfrei und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe und verpasst nichts mehr. Bleibt kreativ und bis zum nächsten Mal. Eure Miriam.